So, herzlich willkommen in unserem Siva Golden Bay. Ich zeige euch heute dieses Hotel. Kommt mit mir mit. Wir werden jetzt gleich einmal die Lobby betreten und wie immer in den Hotels die Rezeption zuerst. Aber kommt mal mit rein und schauen wir mal, wie es ausschaut. Der Eingangsbereich ist schon einmal ziemlich beeindruckend. Es ist eine riesige Hotellobby, wo immer viel los ist. Und bevor wir zur Rezeption gehen und einchecken, können wir gleich einmal einen ersten Blick auf diese tolle Landschaft rund um dieses Hotel werfen. Wie man sieht, ist hier die Ankunft schon ein imposanter Eindruck, weil hier sieht man schon die ersten Cafés, Bars, Restaurants und im Hintergrund die tolle Aussicht von diesem Hotel in diesem wunderschönen Naturpark rund um das Siva Golden Bay. Weiter geht es dann natürlich zur Rezeption. An der Rezeption ist wie immer alles vorbereitet. Und die Kolleginnen und Kollegen der Rezeption erklären schon bei der Ankunft eigentlich den ganzen Ablauf im Hotel. Dazu gibt es Hotelpläne, Uhrzeiten und so weiter. Hallo. 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 Kannst du mir das rübergeben? Ja, please. Yes. Das gelbe Hotelband zeichnet mich jetzt aus, dass ich hier alles nutzen kann. Somit ist All-Inclusive gewährleistet. Und den Zimmerschlüssel. Alles inklusive Programm. Genau, sehr gut. Hier. Herzlichen und Dank. Auch jetzt eine Karte vom Hotel hier. Ja. Super, danke dir. Danke dir, danke. Ciao. Somit finde ich jetzt auch richtig ins Zimmer. Auf der rechten Seite sehen wir hier schon die Cincinnati Bar, eine der größten Bars des Hotels, die eigentlich fast rund um die Uhr geöffnet hat. Links geht es in die Shopping-Arkade inklusive einer Apotheke. Wir können hier einen kurzen Blick reinwerfen. Bevor wir ins Zimmer gehen, schauen wir gleich mal, was wir da alles so bekommen. Also vom Schmuck über Geschäfte. Und der Meeting Point ist der Punkt, wo sich die Reiseleiter am ersten Tag der Ankunft dann präsentieren und ihre Ausflüge vorstellen. Aber jetzt schauen wir mal ins Zimmer. Für uns haben wir ein Zimmer im 4. Stock bekommen mit Standardausstattung. Wie man hier auch schon sieht, gibt es auch eine Klinik in diesem Hotel. Also das ist ein Arzt, der 7 Tage in der Woche hier anwesend ist, sollte mit einem unserer Kunden wieder erwarten, irgendwas schief gehen. Und jetzt schauen wir uns ein Standardzimmer an im 4. Stock. Rechts schon wieder ein Blick auf die schöne Landschaft. Das Pool. Und dann schauen wir gleich mal. So. Was ist los? Stock 4. Die 414 ist unser Zimmer. Hier sollte man auch schon sommerlich gekleidet sein. Temperaturen in die Lifte sind immer sehr hoch. So. Kommen wir mit, dann orientieren wir uns einmal. 414 geht es in diese Richtung. Immer hilfsbereit der Plan, gerade für die ersten Tage zur Orientierung. Das Hotel ist Anfang der 2000er Jahre gebaut worden, also mittlerweile fast 25 Jahre alt und erwartet nach Corona wieder seine Gäste. Jetzt schauen wir weiter. Gleich haben wir es erreicht. Also eine Anzahl von ca. 500 Zimmern. Und wie in jedem Hotel sind hier auch immer die Reinigungskräfte anwesend.
Herzlich willkommen im Zimmer. Hier der Schlüssel rein. Rechts einmal ein normales Badezimmer mit WC und Badewanne mit Dusche. Links die Kästen inklusive eines Tresors, der dabei ist. Und dann kommt es in dieses großzügige Doppelzimmer mit Fernseher, Schreibtisch, Riesenbett, wo auch Zusatzbetten Platz hätten. Und das größte Asset dieses Hotels ist natürlich die wunderbare Aussicht aufs Meer. Also wenn man richtig Meerblick haben will, den gewährleistet der Siva Golden Bay. Das wirklich. Wir haben hier einen Blick auf die gesamte Anlage. Vor uns sind die Bungalowzimmer, ganz vorne die Bay Junior Suiten. Und es wird hier immer irgendwo gearbeitet, weil eine Renovierung des Hotels im Gange ist und in den nächsten 1-2 Jahren weiter fortschreiten wird. Das größte Erlebnis hier ist aber diese wunderschöne Bucht im Naturpark. Da schauen wir aber dann nachher sowieso noch hin. Gut, dann geht's schon weiter, weil ich zeige euch jetzt noch ein Zimmer, und zwar einen Bungalow, damit wir da den Unterschied auch haben. So. Dazu müssen wir wieder in die andere Richtung zum Lift. Das Hotel hat einige Bars und Restaurants, einen Rutschenpool, den werden wir nachher dann alles sehen, also auch für Familien ist es sehr geeignet. In einer sehr ruhigen Lage. Also wer jetzt Action rund um das Hotel sucht, wird hier nicht der Glücklichste sein, sondern hier überzeugt eher das Schnorchel- und Badeerlebnis in der wunderschönen Bucht. Rundherum ist die Lage sehr, sehr ruhig. Wir sind hier ja in einem mehr oder weniger Wüstengebiet. Das, was wir da vorne schon wieder schön sehen. Dann. So. Das kleine runter. Jetzt fahren wir auf die Ebene 2, denn die Rezeption liegt auf Ebene 3, also oberhalb des Ausgangs. So, und da geht es dann schon raus. Dazu braucht man jetzt Sonnenbrille. Bevor wir euch das Pool und so näher zeigen, möchten wir euch noch kurz, oder ich euch kurz, noch ein Bungalowzimmer zeigen, damit ihr den Unterschied auch ein bisschen seht. Es geht hier dann vor allem um die Lage. Man darf nicht vergessen, im Haupthaus hat man den Vorteil, dass man das Hauptrestaurant und die Lobby und auch den Fitnessraum, den was man da hinten hinter dem Glas sieht, ein bisschen näher hat. Dafür ist es zum Meer ein bisschen weiter runter. Bei den Bungalows, die liegen so in der Mitte der Anlage. Die Anlage hat viele Stufen, aber auch immer diese Rampen, auch für Rollstühle. Wobei man sagen muss, aufgrund der Weite und Distanzen und der vielen Ebenen ist nicht das idealste Hotel für Rollstuhlfahrer. Links sehen wir den Kinderclub mit einem kleinen Spielplatz, der auch Betreuung anbietet. Immer die Wegweiser, Poolbar, Shopping, Swimmingpool, Rezeption, wo wir ja schon waren, damit wir uns nicht verirren hier. Und jetzt haben wir rechts einen Blick auf den Pool. Das schauen wir uns nachher dann auch noch genauer an. Auch ein Kinderpool ist da dabei. Herrlich ist heute auch schon wieder die Brise vom Meer. Also weil man ja oft sagt, in Ägypten ist es so heiß, dass man es nicht aushält. Es ist warm, aber immer mit einer angenehmen Luft, einer trockenen, angenehmen Luft und meistens ein bisschen windig. Somit
ist es toll erträglich. Und jetzt sehen wir schon die Bungalows da vor uns. Auch eine Menge. Der Vorteil natürlich, wenn man mit einem kleinen Kind unterwegs ist, hat man da immer so einen Garten. Den sehen wir dann im Bungalow vor der Terrasse. Somit hat man da auch ein bisschen einen Platz und kann ein bisschen die Zeit nutzen, falls die Kinder mal schlafen. Auch hier sehen wir eine Rampe und vorne die Stiegen, also wie man will. Vor uns erschließt sich jetzt schon das Meer, das was da mit einem wunderbaren Riff und einen Vielzahl an Fischen uns begeistern wird. Aber man sieht natürlich auch, dass rundherum ist ruhig. Das Hotel ist einfach ein richtiges Bade- und Schnorchelhotel aufgrund des Korallenriffs, das was da abgesteckt überall ist, sehen wir nachher dann besser. Auch hier wieder eine Bar mit einer Terrasse, also für leibliches Wohl und Getränke ist immer gesorgt. Und die Bungalows sieht man von der Seite schon ganz gut, immer mit diesem kleinen Vorgarten. So. Da haben wir die Gärten wieder gepflegt, was ja bei dieser Trockenheit nicht immer so leicht ist, aber wie man sieht, es blüht hier alles und gedeiht. Und die Anlage wird sich wirklich sehr gut gekümmert. Wieder die Wegweiser. Wir haben den Bungalow 1907 zum Anschauen gekriegt und machen uns jetzt dort auf den Weg hin. So, unser Bungalow, die 1907, müsste gleich erscheinen, 1906, und da ist die 1907. Schauen wir da mal rein, wie sich der Bungalow uns zeigt. So, hier haben wir noch Schlüsselsystem, kein Kartensystem in dem Hotel, was ja auch manchmal seine Vorteile hat. Und dann haben wir da den Bungalow. Wir schauen uns zuerst das Bad an. Hier haben wir ein sehr großes Bad mit einer Badewanne, wer es braucht, und einem Waschbecken und auch eine Dusche. WC ist aber im gleichen Raum. Duschkabine, die neu gemacht wurde. Dann, wie in fast jedem Red Sea Hotel, haben wir dann links den Kastenbereich inklusive Tresor. Und schon betreten wir den Wohnbereich. Ein großes Doppelzimmer, auch hier sind Zusatzbetten möglich, wer es braucht. Und Sitzecke, also genug Platz. Fernseher ist da und auch ein Kühlschrank ist da, weil man mal das Wasser kühlen will. So, aber auch hier das Highlight ist natürlich die Terrasse mit fantastischem Meerblick und den kleinen Vorgarten. Und da kann man das Meer ja eigentlich schon riechen, weil wir ja ganz nahe schon am Strand sind und das Zimmer heraus genießen kann. Oben haben wir sogar ein wenig einen Blick auf das Rutschenpool, wo wir dann aber noch genauer hinschauen. Also wie gesagt, ein schönes Bungalowzimmer. Wie man sieht, es windet ein bisschen. Da zieht und schon gehen wir weiter. Jetzt geht es in ein paar Allgemeinbereiche und gehen wir weiter. So. So. Jetzt schauen wir aber wirklich zum Highlight des Hotels, zum Strand. Dabei werden wir jetzt noch ein paar Bereiche abgehen. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, um zum Strand zu kommen. Das zeige ich euch jetzt dann gleich. Und viele fleißige Menschen arbeiten darin für das Wohl der Gäste. Jetzt erhaschen wir dann einen kleinen tollen Blick auf den Strand mit den Beachbars.
geht es dann wieder ein bisschen rauf. Da hebt man schon die erste Bar, weil wir marschieren gleich weiter rauf, dass wir einen nur besseren Blick haben. Links sieht man schon die Badebucht des Seaver Golden Bays. Und schon haben wir rechts oben, das sehen wir gleich, das Kinderpool, wo wir zuerst schon vorbeimarschiert sind. Ein kleines Kinderpool für die Kleinsten, aber mit 2 kleinen Rutschen, die was ja auch begehrt sind. Links haben wir da eine Poolbar, wo für Getränke was gesorgt wird. Und vor uns das Pool des Hotels, also eines der Pools. Ist in dem Hotel wirklich nicht das Allerwichtigste des Pools, sondern die Leute kommen hier eher für den Strand her. Hinten haben wir dann den Rutschenpool, der was nicht ständig geöffnet ist, sondern zu gewissen Zeiten, vormittags und nachmittags. Wir laufen jetzt Richtung Hauptrestaurant und dann sehen wir nochmal den Lobbybereich. Jetzt von herunten. Am Anfang des Videos haben wir von der Lobby runtergeschaut auf diesen Bereich. Also da rechts. Wir sind gerade zu einer Zeit zwischen den Mahlzeiten. Rechts der Italiener und das orientalische Restaurant, wo man dann wieder am Abend gut essen kann gegen Vorreservierung. Immer unter Voraussetzung einer Vorreservierung am Abend. Und dann sieht man hier auch noch mal das Rutschenpool ein bisschen aus der Nähe. Laufen wir rauf Richtung Hauptrestaurant. Noahs Ark ist der Name des Hauptrestaurants. Genau, nur mal ein toller Blick nach unten. Und die orange Rutsche wird gerade saniert, wie es ausschaut. Und rechts, hier rechts drinnen, ist das Hauptrestaurant, wo gerade für das Mittagessen vorbereitet wird. Frühstück, Mittag und Abendessen im Hauptrestaurant immer aus Buffetform. Die Spezialitätenrestaurants sind dann à la carte. Und jetzt gäbe es 2 Möglichkeiten zum Strand. Zu Fuß, wer gut auf den Beinen ist, das Runtergehen geht ja meistens leichter. Oder mit dem Jeep-Service, wo wir direkt zum Meer gebracht werden, damit wir nicht so weit übergehen müssen. Speziell beim Raufgehen ist natürlich ein Riesenvorteil. Und jetzt schauen wir, ob der schon bereit ist für uns, damit wir da mitfahren können, schnell zum Strand. Da kommt schon der Busfahrer, der noch gerade einen Kaffee trinkt. Aber ich nehme an, können wir schon einsteigen? So, und da ist der Jeep, mit dem er hin und her gebracht wird zum Strand. لا معيش شغل ليلي بس علي ديون كثيرة عند الحاج اسكت. So. لا والله. والله العظيم هو. Nachdem es nur ein kurzer Weg ist.
So, dann können wir gleich noch einen Blick auf ein anderes Zimmergebäude. Das ist das Zimmergebäude 7 mit den 700er Nummern, das was ein bisschen extra ist. Das was auch, man sieht jetzt dann gleich wunderschöne Terrassen oben und unten hat mit Blick auf die Bucht. Also wer einen speziellen Kundenwunsch für dieses hat, Zimmer 7. Und da eröffnet sich jetzt der Blick auf die Bucht des Siva Golden Bay. Und schon sind wir fast herunten, wo auch wieder eine Beachbar neben der anderen für leibliches Wohl sorgt. Und sogar das Steakhouse für den Abend ist da unten das Cove Restaurant, wo man wirklich in einer beeindruckenden Atmosphäre dann sich sein Steak gönnen kann. Da marschieren wir jetzt gleich wieder vorne, damit wir uns den Strand anschauen. Service, Multitasking, Dringen, Telefonieren und Aufmachen und Autofahren, alles geht in Ägypten. Und dann schauen wir da gleich Richtung Strand. Man sieht die Bucht richtig hereingearbeitet in die Felsen. Was natürlich auch für die Wassertemperatur super ist. Dann gerade in den kälteren Monaten des Jahres kann man da auch super schwimmen. Ein Schwimmbereich und rundherum auch Schnorchelbereiche. Und ein riesiger Liegebereich auf beiden Seiten rund um die Bucht. So, nach einem ersten Blick auf den Strand schauen wir, was sich da unten noch tut. Denn da ist einiges los. Trotzdem aber angenehm ruhig. Man hört kaum Geräusche außer den Wind. Und da ist die Bar, am Abend ein Restaurant. Und da kann man sich ein wenig erfrischen nach den Schnorchelgängen oder einfach vom Strand liegen. Und da haben wir noch einen schönen Blick auf das Meer und weitere Bars da oben. Und sogar ein Shop ist herunten. Falls man mal was im Zimmer vergessen hat, kann man sich da einiges kaufen. Ja, wie gesagt, das war ein erster toller Eindruck, glaube ich, von diesem Hotel. Wenn euch das interessiert, schaut einfach bei eti.at vorbei, um das passende Angebot für euch zu finden.